Alle sprechen über Melaspis-Lean FMD. Heute stellen wir es vor. Wir starten mit dem FMD Speed Scanner, dem Herzstück des gesamten Systems. Viel Spaß! Hi, mein Name ist Dennis Fessler. Herzlich willkommen zu unserem neuen YouTube-Kanal. Wir sind viel bei Kunden unterwegs und es kommen immer wieder die gleichen Fragen auf. Diese möchten wir jetzt klären. Dazu begrüße ich ganz herzlich unseren Ralf Degenhaus. Hallo Ralf. Hallo Dennis. Wie gesagt, wir möchten die grundlegenden Fragen, die wir immer wieder hören, in diesem Kanal beantworten. Starten müssen wir dann natürlich mit dem Kern unserer Solution, unserem FMD Speed Scanner. Genau. Zu jedem FMD-Vorgang gehört natürlich das Scannen, das Erfassen der Packung. Ich habe dafür hier einen Papierbogen vorbereitet, auf dem 64 Codes sind, 16 Packungen in 4 Reihen. Ich scanne mal die erste durch. Und auf 16 dem Zähler Stück, flott gemacht. 16. Ich habe also jetzt 16 Stück gescannt. Auf meinem Zähler steht tatsächlich 16. Ich scanne weiter. Habe jetzt 32 gescannt, sagt mir mein Zähler. Nach der nächsten Reihe wären es? Wahrscheinlich 48. 48. Große Zahl. Ich drücke einfach auf 0, dann muss ich nicht so weit zählen und denken. Scanne wieder los, bin wieder fertig und habe... Und wir sind bei 16. 16. So, das ging jetzt flott. Kleines Geheimnis. Wenn man scannt, sieht man auf den Codes, die ich scanne, den Punkt, den ich auch zum Ziel nehmen kann. Je nachdem, wie ich den Abstand zur Packung halte, in dem Fall hier zum Papier, wird der mal größer und mal kleiner. Ich mache den durch die Regulierung des Abstandes so groß, dass der ein bisschen kleiner ist als der Code, den ich scannen will. Und dann ist es am einfachsten. Du hast jetzt sehr, sehr lange auf einen einzelnen Code gescannt. Ja. Da wird vielen Zuschauern, die jetzt nicht unsere Solution kennen, die Alarmglocken losgehen. Doppelscan? Guck mal, was steht da? Wir sind bei 16. 16. Also alle, und das ist die Anzahl, die ich vorher schon gescannt habe. Wenn ich Packungen, die ich einmal gescannt habe, nochmal scanne, dann passiert nichts. Okay. Das Gerät erkennt, kenne ich schon, nehme ich nicht. Und so kann ich durch diesen Doppelscan-Filter, kann ich über diesen Code gehen, schnell oder langsam. Und wenn ich einen aus Versehen zweimal erfasse, nicht schlimm, der wird ignoriert. Cool. Es werden nur neue Codes genommen. Gehen wir in die andere Richtung. Was passiert denn, wenn man in der Geschwindigkeit scannen kann, Ja. wenn man mal einen vergisst, mal einen überspringt? Simulieren wir jetzt. Ich halte mal einen der Codes zu, Ja. Dann haben wir eine Situation, dass ich jetzt scanne, einen vergesse und am Ende habe ich 31. 31, weil ich ja vorher schon 16 hatte. Genau. Und 32 müssten es sein. Ich scanne also die Reihe nochmal. Die Doppelten werden ignoriert und nur der eine, den ich zugehalten habe, ich weiß jetzt selber nicht mehr welcher, wird Addiert auf 32. addiert auf 32. Ich habe also jetzt 64 Codes, alle gescannt, einige so richtig oft, einige nur einmal, aber alle sind drin und keiner ist doppelt. Cool. Das ist es. Die nächsten Fragen, du kennst sie. Ganz wichtig, kommt immer wieder inverse Codes. Also Codes, die nicht schwarz auf weiß, sondern weiß auf schwarz sind. Hören wir immer wieder, dass andere Scanner, andere Solutions da wirklich Probleme mit haben. Ja. Zweiter Punkt, wir nehmen es direkt mit auf, Scannen durch Folie. Ja. Und Folie müssen wir dann nochmal sagen, es gibt Folie, die einzeln über der Packung, über den Datamatrix-Code liegt. Aber es gibt natürlich auch immer wieder, wo dann genau die Kanten so geknickt sind, dass doppelt und vierfach Folie über dem Datamatrix-Code liegt. Bei uns kein Problem. Bei uns kein Problem. Kann man jetzt hier schlecht zeigen. Ich habe aber ein Video vorbereitet. Wir haben das beim Kunden gefilmt. Das sehen wir jetzt mal hier. Ja. Also gleiche Situation. Der Scanner scannt die Packung durch die Folie. Man sieht, dass der Scanner in so einem 45-Grad-Winkel steht. Einfacher Grund, der Scanpunkt, wenn man das Gerät senkrecht halten würde, würde der Scanpunkt durch das Reflektieren der Folie vielleicht den Scanner selber stören und einen Einfluss auf die Scangeschwindigkeit haben. Also Scanpunkt ein bisschen weghalten. Den Code kann man genauso gut anvisieren und man scannt genauso schnell, als wenn man
ganz normale, reguläre Codes scannt, überhaupt gar kein Problem. Alle Sicherheitsmechanismen funktionieren. Ich kann keinen Doppelscan, meine Zähler funktionieren, ich weiß genau, ob ich einen vergessen habe oder nicht. Alles ganz genau gleich. Das ist wichtig und das Gleiche zählt auch für Inverse-Codes. Auch für Inverse-Codes. Video jetzt hier. Inverse-Codes, die sind häufig ein bisschen reflektierend. Der Karton ist manchmal so lackiert. Sorgt für die gleichen Probleme wie bei der Folie. Der Reflex, ich scanne drüber. Kein Problem. Kein Problem. Wie Sehr immer. schön. Letzter Punkt, Ja. den wir nur ganz kurz ansprechen, aber ein ganz wichtiger ist die Offline-Situation. Ja. Internet ist weg. In vielen Fällen heißt das, der FMD-Scan liegt flach. Nicht bei uns. Bei uns natürlich nicht. Bei uns nicht. Wir haben die Offline-Situation, hat man gerne mal in der Kühlzelle. Die ist mit einem Metallmantel, da funktioniert das Internet nicht. Bei uns werden die Codes erfasst, genauso wie man es jetzt hier so kennt. Das Gerät erkennt, ich habe kein Internet, speichert die Daten im Gerät. Wenn ich aus der Kühlzelle wieder rauskomme, werden die Daten dann später übertragen. Alles easy. Ist aber ein bisschen komplizierter. Ganz komplexes Thema. Deswegen machen wir dafür ein extra Video. Jetzt auch direkt verlinkt in der Beschreibung. Gerne mal reinklicken. Hochinteressantes Thema. Und sorgt dafür, dass wir das komplette Thema mit Problemen beim Scannen ad acta gelegt haben. Reinschauen lohnt sich definitiv. Wir haben wieder sehr viel gelernt. Ganz lieben Dank, Ralf. Gerne, Dennis. Beim nächsten Mal gucken wir uns das Control Panel an. Control Panel, ganz wichtig, weil die ganzen Codes, die wir jetzt hier heute gescannt haben, die wollen nochmal angeschaut werden. Daraus kann man einen Report machen. Wenn doch mal ein Fälschungsalarm auftaucht, sehe ich da ganz genau, was zu tun ist, etc. Control Panel, sehr wichtig. Auch dieses Video haben wir in der Videobeschreibung verlinkt. Reinschauen, lohnt sich. Wir bedanken uns und freuen uns auf das nächste Video. Alles Gute. Tschüss.